Hallo und herzlich willkommen hier bei Selbstgemacht. Ich freue mich so, dass ihr mal wieder reinschaut. Habt ihr auch so viele Gartenkräuter über? Petersilie, Schnittlauch und Magikraut, auch genannt Liebstöckel? Dann habe ich heute 3 Ideen, wie ihr das haltbar machen könnt. Als erstes zeige ich euch eine Kräuterpaste mit Öl. Als zweites ein Kräutersalz und als drittes nochmal eine Kräuterpaste, aber nur mit Salz. Die Zubereitung und die Zutaten könnt ihr unten nochmal nachlesen. Alle Kräuter werden jetzt einmal gewaschen und klein geschnitten. Der Schnittlauch, die Petersilie. Von der Petersilie schneide ich die dicken Stängel ab. Und den Liebstöckel, auch genannt Magikraut. Da zupfen wir nur die Blätter ab und schneiden sie klein. Für die Kräuterpaste habe ich jetzt 100 Gramm vorbereitet. 35 Gramm Liebstöckel, 35 Gramm Petersilie und 30 Gramm Schnittlauch. Die frischen Kräuter gebe ich jetzt in einen Zerkleinerer hinein. Dazu kommen jetzt 20 Gramm Meersalz, das sollte unbehandelt sein. Und 60 Milliliter Rapsöl. Dann wird das Ganze gemixt, sodass eine sämige Paste entsteht. Abgefüllt in Gläschen ist es jetzt viele Monate haltbar und bitte im Kühlschrank aufbewahren. Das war mein erster Vorschlag. Jetzt zeige ich euch noch ein Kräutersalz. Wieder 100 Gramm Kräuter, Petersilie, Liebstöckel und Schnittlauch. Und 100 Gramm grobes, unbehandeltes Meersalz. Die frischen Kräuter kommen jetzt in einen Zerkleinerer hinein. Plus das Salz. Dann wird alles miteinander gemischt. Auf ein Backblech legen wir Backpapier und geben das nasse Kräutersalz darauf. Jetzt kommt das Ganze in den Backofen. Bei 60 Grad Umluft für 30 bis 60 Minuten. Das kommt darauf an, wie nass eure Kräuter waren. Ab und zu das Ganze mal wenden, sodass alles schön trocknen kann. Wenn das Salz dann getrocknet ist, holen wir es raus. So sollte es dann aussehen. Und dann können wir es auch schon abfüllen. Grünes, leckeres Kräutersalz aus Petersilie, Schnittlauch und Liebstöckel. Das grüne Gartenkräutersalz ist ganz lange haltbar und vielseitig einsetzbar. Zum Beispiel in Salate, in Suppen oder einfach nur aufs Frühstücksei. Ich beschrifte dann immer noch gut meine Gläschen, damit ich ganz genau weiß, was da drin steckt. Und jetzt kommen wir auch schon zur dritten Variante. Eine Kräuterpaste, nur mit Kräutern und Salz. Dazu nehme ich wieder 100 Gramm Gartenkräuter, wieder Schnittlauch, Petersilie und Liebstöckel. Gebe das Ganze wieder in den Zerkleinerer. Und es kommt 20 Gramm Meersalz dazu, wieder unbehandelt und grob. Das Ganze wird miteinander vermixt, sodass eine grobe Paste entsteht. Einfach abfüllen in Gläschen und in den Kühlschrank stellen. Jetzt ist es so mehrere Wochen haltbar und kann auch wieder vielseitig verwendet werden. Für Nudelgerichte, für Suppen, für Soßen, für Salate. Heute habt ihr 3 Varianten gesehen. Kräuterpaste mit Öl und Salz,
ein Kräutersalz, das sehr lange haltbar ist und die grüne Paste mit Kräutern und Salz. Habt ihr noch Interesse an einem mediterranen Salz? Dann schaut doch mal auf meinem Kanal. Wenn ihr viele Gartenkräuter habt, so könnt ihr sie länger haltbar machen, denn einfrieren kann ja jeder. Ich bedanke mich jetzt bei euch und würde mich natürlich riesig freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder hier einschaltet bei Selbstgemacht. Servus!